Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute erfüllt sich ein kleiner Traum von mir. Und zwar kann man sagen, ich habe diesen Traum, seitdem ich das erste Mal erfahren habe, dass es dieses Produkt gibt. Denn heute geht es mit der Lufthansa First Class von Sao Paulo nach Frankfurt. Dabei zeige ich euch heute nicht nur den Flug, sondern auch ein paar Lounges, zum Beispiel die First Class Lounge von Lufthansa am Frankfurter Flughafen. Und wir machen noch einen kleinen Abstecher zum Transithotel in Sao Paulo. Also wir haben jede Menge vor. Los geht's, viel Spaß beim Video. Und wir starten unser Video mit einem kleinen Einblick in das Trip by Wyndham Hotel am Flughafen Sao Paulo. Es ist ein Transithotel, das heißt, man kann dieses Hotel nutzen, ohne den Flughafen zu verlassen. Die Zimmer sind wirklich sehr modern und auch sehr komfortabel ausgestattet. Ich habe andere Flughafenhotels erlebt, die bei weitem nicht diesen Komfort bieten konnten. Das Bett war super bequem, die Zimmer waren einigermaßen schalldicht, das Bad war offensichtlich auch noch nicht so alt und ich habe mich wirklich dort sehr wohl gefühlt. Falls ihr mal dort seid, dieses Hotel kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich hatte über 20 Stunden Aufenthalt am Flughafen in Sao Paulo, Zeit genug, das Terminal 3 zu erkunden. Vorbei an dem kleinen Innenhof des Hotels, bei dem man frische Kerosinluft atmen kann, ging es dann durch das Hotel zum Terminal. Solltet ihr einmal dort sein, es gibt neben den zahlreichen Zimmern, wie man hier sehen kann auf der rechten Seite, eine kleine Bar und es gibt auch dahinter einen Frühstücksraum, den man ebenfalls dann morgens nutzen kann. Der Eingangsbereich wurde sehr stark frequentiert von vielen Mitarbeitern des Flughafens. Offensichtlich ist das WLAN des Hotels sehr zu empfehlen. Vor dem Hotel hat man einen ganz fantastischen Ausblick auf einige Parkpositionen von Flugzeugen. Und das Spannende hier in Brasilien ist, dass man Fluggesellschaften sieht, von denen ich bisher vorher nie etwas gehört hatte. Über einen Fahrstuhl kommt man direkt vom Hotel zum Terminal 3. Natürlich hat man die Möglichkeit, diverse Lokalitäten dort ebenfalls zu nutzen. Man hat ja schließlich, wenn man dort im Transit ist, einigermaßen Zeit. Aber der besondere Vorteil ist natürlich als Vielflieger oder zum Beispiel Inhaber einer American Express Platinum-Karte, dass man auch diverse Lounges am Flughafen kostenlos nutzen kann. Auch wenn wie in meinem Fall der Flug zum Beispiel erst am Folgetag ist. Aus dem Fahrstuhl und links heraus geht es Richtung Lounges. Wären wir jetzt gerade ausgegangen, wären wir direkt zu den Gates gekommen. Dort kommen wir aber noch gleich hin, wenn es dann zum Flieger geht. Wie ihr sehen könnt, war der Flughafen fast menschenleer und es hat sich auch während meines Aufenthaltes dort kaum verändert. Diese Aufnahmen entstanden im August 2021. Und wieder einmal geht es die Rolltreppen hinauf. Einige von euch kennen diesen Ausschnitt vielleicht so ähnlich schon aus einem Video von mir, wo ich mit LATAM Airlines geflogen bin. Wenn ihr es noch nicht geschaut habt, klickt gerne mal auf das i, da findet ihr das Video. Im Terminal 3 befindet sich eine American Express Lounge. Diese könnt ihr als Inhaber einer American Express Platinum Kreditkarte oder als Businesskunde einiger Fluggesellschaften kostenlos nutzen. Zum Zeitpunkt dieses Videos war das Angebot zwar immer noch eingeschränkt, aber wie ihr sehen könnt, gab es trotzdem eine sehr große Auswahl. Man konnte es sich allerdings nicht selber aussuchen, sondern es gab einen Service. Man konnte der Dame sagen, was man haben möchte und bekam das dann mit etwas Abstand gereicht. And some rice? Yeah, yes please. And that's fine for me. Yeah. Sehr gerne. Wenn der Flughafen leer ist, ist auch meist in den Lounges nicht viel los und so hatte ich fast eine freie Platzwahl in der American Express Lounge.
Und ich muss sagen, dass mir das Ambiente der Lounge wirklich sehr gut gefällt. Es war modern, sauber, das Internet war sehr, sehr schnell und das Essen hat wirklich sehr lecker geschmeckt. Bevor ich aber zum Essen noch einmal komme, gehen wir noch einmal kurz gemeinsam zur Bar. Dort gab es ebenfalls einen Service und diverse alkoholische und auch alkoholfreie Getränke kostenlos für die Gäste der Lounge. Ich habe mich, wie soll es anders sein, für eine Cola Zero entschieden und bin damit dann zurück zu meinem Platz. Kommen wir wie versprochen noch einmal ganz kurz auf das Essen zu sprechen. Ich hatte mir aus der Auswahl rausgesucht einmal ein sehr leckeres Hähnchen, was sehr, sehr gut gewürzt war. Dazu gab es dann Reis. Beides war wirklich auf den Punkt, hat sehr, sehr gut geschmeckt und hat mich satt gemacht. Dazu sei vielleicht noch erwähnt, weil die Frage immer wieder kam, man kann in den Lounges so viel trinken und essen, wie man möchte. Und wenn man so wie ich zu leichtem Übergewicht neigt, muss man sagen, leider. In der Lounge gibt es noch einen kleinen Ruhebereich, den ich euch gerne ausführlicher gezeigt hätte, aber hier haben 2 Gäste geschlafen und natürlich wollte ich deren Privatsphäre wahren. Aus der Lounge heraus geht es jetzt mit einem kleinen Schnitt, so dass ihr gar nicht merkt, dass inzwischen ein paar Stunden vergangen sind, zur anderen Lounge. Es ist die GRU Lounge am Flughafen Sao Paulo. Hier habt ihr als Statuskunde und natürlich auch Business- und First-Class-Gast diverser Airlines freien Zugang. Mich würde mal sehr interessieren, wie euer erster Eindruck dieser Lounge ist. Ich finde ja, dass diese Lounge wirklich sehr, sehr schön gestaltet ist. Vor allem, man hat sehr viel Licht und einen großen Vorteil gegenüber der American Express Lounge. Man hat nämlich auch ebenfalls einen großen Ausblick auf den Bereich unter einem im Flughafen, was ich finde sehr, sehr spannend ist. Die Auswahl an Getränken und Speisen ist übrigens identisch mit der von der American Express Lounge. Ich habe mich in dem Fall jetzt hier noch einmal für ein paar Nudeln entschieden, natürlich wieder eine Cola Zero und hier seht ihr auch schon anhand des Gepäcks, dieses Video entstand einige Stunden nach der American Express Lounge, denn hier war ich jetzt schon direkt auf dem Weg zum Flieger. Vorbei an einigen Shops, die mich gar nicht mehr so interessierten, weil ich sehr, sehr satt war, ging es dann direkt zum Gate. Lufthansa boardet in verschiedenen Gruppen und natürlich haben Gäste der First Class Priorität und auch eine separate Warteschlange. Nur noch schnell die Bordkarte scannen und dann ging es los in den Flieger und oh Mann, ich war aufgeregt. Kinders, bin ich aufgeregt. Jetzt geht es los. Lufthansa First Class. Ja, das war nochmal der Beweis. Ich war tatsächlich sehr aufgeregt und habe mich dann sehr gefreut, als ich dann im Flieger ankam. Hier wurde ich wirklich sehr, sehr herzlich begrüßt, aber seht selbst. Hallo, moin. So, einmal. Ja. 1A. Na, das sehr gerne. Super, danke schön. Bitte sehr. Und da ist er, mein Sitzplatz für die nächsten 10,5 Stunden. Was einem sofort auffällt in der First Class von Lufthansa ist die großzügige Freiheit, die man hat. Man hat zum einen eine sehr hohe Deckenhöhe, da es in der Mitte keine Overhead-Bins gibt und man hat natürlich auch seinen eigenen Bereich. Seht mal selber, wie groß der Bereich ist, bis man den nächsten Gast trifft. Also man fühlt sich wirklich sehr privat. Am Platz befindet sich ein großes und bequemes Kissen, derzeit wieder eingeschweißt. Das war bei Lufthansa auch schon einmal anders, aber aufgrund der derzeitigen Umstände sind einige Sachen wieder in Plastik verhüllt. Der Sitz war auch so schon unglaublich bequem und schaut einmal diese unglaubliche Beinfreiheit. Selbst mit ausgestreckten Beinen, und ich bin fast 1,90 Meter groß, konnte ich die Ottomane nicht mit meinen Füßen erreichen. Warum das nicht schlimm ist, zeige ich euch gleich. Und da ist sie auch wieder, die Rose in der First Class. Kurz nachdem ich Platz genommen habe, wurde diese nachgereicht. Auch lange Zeit gab es die nicht in der First Class, jetzt ist sie also offiziell wieder da. In der rechten Armlehne befinden sich diverse Möglichkeiten, den Sitz nach seinen Wünschen einzustellen. Außerdem gibt es eine Möglichkeit, einen kleinen Sichtschutz hochzufahren. Das seht ihr später noch einmal.
In der linken Armlehne befindet sich die Fernbedienung zum Bedienen des Entertainment-Programms. Aufgrund des enormen Abstands zum Fernseher ist diese auch zwingend notwendig und lässt sich tatsächlich sehr leicht und intuitiv bedienen. Ihr könnt gerne im Verlauf des Videos euch noch einmal den Fernseher anschauen. Der ist wirklich nicht First Class-like, denn er ist viel zu klein und hier gibt es Fluggesellschaften, die deutlich modernere und größere Monitore anbieten. In welcher Größe hätten Sie denn gerne einen Sleeper? In XL, wenn Sie haben. Natürlich. Ja, danke schön. Während in der Economy Class gerade erst das Boarding losging, hatte ich schon ein Glas mit frisch gepresstem Orangensaft und außerdem ein paar leckere Nüsschen bekommen und auch ein paar Slipper. Und hier muss ich wirklich sagen, ich habe noch nie so komfortable Slipper in einem Flugzeug oder einem Hotel oder überhaupt bekommen. Außerdem gab es ein Remover Amenity Kit. Was habe ich mich gefreut. Außerdem erhalten Gäste der First Class einen Gutschein, mit dem sie den gesamten Flug über kostenlos das Internet nutzen können. Das ist doch ein klasse Service. Das war aber noch längst nicht alles, denn ich hatte auch in der Zwischenzeit meinen Schlafanzug bekommen. Hier gibt es einen Anzug von Van Laak, den seht ihr auch später im Verlauf des Videos noch einmal angezogen. Und während ich noch die gesalzenen Erdnüsse genossen habe, gab es auch schon die Menükarte, um zu schauen, was man während des Fluges denn alles gerne essen möchte. Neben dem berühmten Kaviar-Service gab es noch eine weitere Auswahl an hochwertigen Speisen. Auch die Frühstückskarte ließ keine Wünsche offen. Hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Hier auch einmal die Getränkeauswahl. Leider habe ich vergessen, die Weinkarte mitzunehmen, daher hier nur einmal die Standardgetränke. Auch bei den Heißgetränken gibt es eine große Auswahl und einen vernünftigen Kaffeeautomaten und eine leckere Auswahl an Tees. Der Ottomane dient nicht nur während des Fluges als Fußablage, sondern bietet auch jede Menge Stauraum. Und der ist auch nach Erhalt dieser zahlreichen Amenities zwingend notwendig. Eine bequeme Tagesdecke befindet sich schon darin und es war genug Platz für die Amenities-Sets. Ja, ihr hört richtig, ich habe nämlich noch mal eins bekommen für Frauen zur Ansicht. Dann natürlich mein persönliches Amenities-Set. Es hatte Platz für, was kommt jetzt? Da, die Slipper und wir haben auch noch den Schlafanzug, den brauche ich ja erst später und Klappe zu, Affe tot und das Kissen obendrauf. Dafür war nun wirklich kein Platz mehr vorhanden. Jetzt nur noch den 3-Punkt-Gurt anlegen und schon war ich bereit für den Start. während Ihres gesamten Aufenthalts an Bord eine Spürwäsche oder eine Giftest mit 2 Masken zu tragen. Diese muss jederzeit Ihren Mund und Ihre Nase bedecken und Nach dem Start hieß es erst einmal Schuhe aus und es sich bequem machen. Dazu muss man sagen, dass der First-Class-Sitz bei Lufthansa auch so in der Startposition unfassbar bequem ist.
Und hier seht ihr, wie man es sich noch bequemer macht, denn der Ottomane lässt sich auf Knopfdruck zu einem fahren und so kann man wirklich die Beine hochlegen und den Flug richtig genießen. Ein paar weitere Knopfdrücke und ich hatte den Sitz in einer für mich sehr angenehmen Position und war gespannt, was mich nun während des Fluges erwartete. Und während andere Gäste hinten einen sehr teuren und exklusiven Champagner serviert bekamen, habe ich mich für eine Cola Light mit Eis entschieden, wie ich immer gerne sage, der Champagner des kleinen Mannes. Der Service begann sehr schnell und der sehr große und stabile Tisch wurde dann eingedeckt, sehr hochwertig, sehr schön und ja, wirklich ein großer Komfort. Das darf ich in Butter anbieten. Also hier ist Knoblauchbutter mit drin. Das sind diese kleinen Käsebällchen, brasilianischen. Ja, würde ich einmal so Ja? Käsebällchen. Darf ich Ihnen 2 geben? Die sind Auch das klein. sehr gerne. Dann auch 2 Scheiben von der Sehr gerne. Ja, Toll, danke. bitteschön. Mir haben besonders die wirklich sehr schicken Salz- und Pfefferstreuer gefallen, die man leider nicht mitnehmen darf. Ist hier noch etwas Cola? Sehr gerne. Ja. Noch etwas mehr Eis? Das geht jetzt. Das geht so? Am liebsten würde ich ein bisschen mehr Eis. Hier sei auch schon einmal erwähnt, dass die beiden Flugbegleiter für die First Class wirklich einen hervorragenden Service geboten haben. Darf ich Ihnen das Hähnchen anbieten? Das Salat. Möchten Sie den Mozzarella auch nochmal probieren? Als Vorspeise gab es für mich Tranchen vom Hähnchenfilet und einen Salat der Saison oder wie die Flugbegleiterin sagte, ein Salätchen. Beides hat wirklich sehr lecker geschmeckt, war frisch und knackig und hat mir wirklich gut gemundet. Die Butter war so, dass man sie mit wenig Anstrengung verteilen konnte. Man kennt das gerne ja mal aus dem Flieger, dass die Butter wirklich steinhart ist, weil sie noch so gekühlt ist. Hier war das Ganze wirklich in Ordnung. Zum Hauptgang gab es ein paar Turbulenzen und außerdem ein Hähnchenschnitzel in der Tomaten-Olivenkruste. Sehr hähnchenlastig heute das Video. Ein Kaffeechen, ein Teechen noch? Ja. Zum Dessert gab es einen für Brasilien typisch sehr süßen Schokoladenkuchen, serviert mit leckerem Vanilleeis. Und das hat wirklich richtig lecker geschmeckt. Nach diesem ganzen Essen gab es noch einen leckeren Pfefferminztee und ich konnte die Aussicht aus dem Fenster genießen, während Städte wie Rio de Janeiro unter uns vorbeizogen. Und bevor ich mich bettfertig gemacht habe, habe ich natürlich noch einen Blick in das Amenity Kit geworfen. Ich war sehr gespannt, was sich in der First Class von Lufthansa darin befindet. Und so viel sei schon mal verraten, es ist wirklich wahnsinnig viel darin. Zum einen fällt einem sofort auf, dass es dort einmal die klassischen Socken gibt, ganz süß mit einer Schleife ummantelt, dazu aber auch eine Schlafmaske und, das finde ich ganz großartig, einen Schuhanzieher. Finde ich super. Des Weiteren findet man noch ganz klassisch natürlich Zahnpasta in dem Amenity Kit. Außerdem natürlich dazu auch noch ein paar Pflegeprodukte hier von La Prairie, Gesichtscreme, Lippenbalsam etc. pp. Auch das hat man nicht immer, es gab Pfefferminzpastillen. Natürlich auch noch ein paar Ohrenstöpsel, obwohl die First-Class-Kabine an sich schon wirklich sehr, sehr geräuscharm ist. Außerdem findet man noch einen Kamm im Amenity Kit und eine Zahnbürste aus Bambusholz. Das ist doch wirklich vorbildlich. In dem Amenity Kit für Frauen gibt es übrigens exakt den gleichen Inhalt. Hier wird also nur an der Außenfarbe unterschieden zwischen einem Amenity Kit für Frauen und für Herren. Bevor ich schlafen wollte, habe ich natürlich noch das Entertainment-System ausprobiert und die dazugehörigen Kopfhörer. Diese ließen sich sehr angenehm tragen und waren Noise Cancelling und haben einen guten Sound geliefert. Nach einigen Minuten wurde ich aber so müde, dass ich mich umgezogen habe für den Flug und das tat ich in der First-Class-Toilette.
Das ist mal eine Toilette. Guck mal hier. Und wer schon einmal auf einer Toilette im Flugzeug war, weiß, dass das hier wirklich First Class ist, was Lufthansa anbietet. Nicht nur gab es eine frische Rose, sondern vor allem richtig Platz zum Umziehen. Ablagemöglichkeiten noch und nöcher. So schafft man es problemlos, sich in seinen Schlafanzug zu bringen. Außerdem ein kleines Fenster, damit man auch dann auf der Toilette den Ausblick genießen kann, zumindest bei einem Tagflug. Und wenn man ein paar Tricks drauf hat, geht das Umziehen auch wie von Zauberhand. Gut, ich gebe zu, das war ein Kameratrick, aber für den Moment war es doch gar nicht schlecht. Noch schnell Zähne putzen und einmal natürlich auch noch einmal alles erkunden. Zum Beispiel gab es hier noch eine große Ablage, vielleicht auch wenn man ein Baby wickeln möchte oder ähnliches oder seine Sachen ablegen möchte und einem der Platz nicht ausreicht. Es gab auch noch ein paar Schubladen, hier befanden sich noch weitere Amenities, zum Beispiel aktuell natürlich wichtig Desinfektionstücher, außerdem Abschminktücher. In der unteren Schublade fand ich Evian Gesichtsspray und außerdem ein Raumerfrischer für, naja, wenn man etwas länger sich dort aufhält. Und spätestens jetzt sollten einige von euch denken, Moment mal, wieso bekommt denn Marcel jetzt gerade sein Frühstück hier geliefert? Übrigens mal ganz nebenbei, schaut euch mal dieses fantastische Frühstück an. Es gab frisches Obst, Joghurt und Gebäck. Ja, die Erklärung ganz kurz dazu, warum ich jetzt nicht das Bett zeigen konnte. Als ich zurückkam vom Umziehen, war die Kabine bereits komplett abgedunkelt und ich hatte fast Mühe, meinen Platz zu finden. Sämtliche Versuche, das Bett in der Dunkelheit aufzunehmen, sind leider gescheitert. Dafür könnt ihr hier aber jetzt einmal die Trennwand sehen, die man optional hochfahren kann und ein bisschen mehr Privatsphäre bietet. Beim Frühstück gab es noch ein weiteres Highlight und zwar gab es ein frisch gemachtes Rührei. Ja, ihr hört richtig. Lufthansa bietet in seiner First Class ein tatsächlich in der Pfanne frisch zubereitetes Rührei mit, in diesem Fall Bacon und Tomaten und ähnlichem. Das hat wirklich richtig lecker geschmeckt. Die Flugbegleiterin erzählte mir noch, dass man für dieses Rührei tatsächlich einen separaten Lehrgang bei Lufthansa besuchen muss und nur qualifizierte Flugbegleiter dieses Rührei zubereiten dürfen. Nachdem ich aufgegessen hatte, kam noch unser Flugbegleiter vorbei und hatte eine kleine Überraschung für mich. Eine Sofortbildkamera, um mich einmal dort in der First Class aufzunehmen als kleine Erinnerung an meinen ersten Flug in der First Class. Was für eine tolle Erinnerung. Herzlichen Dank für diese super nette Geste. Und hier ist für euch eine ganz besondere Aufnahme, denn hier seht ihr mich in der Boeing 7478 auf die Parkposition rollen. Moment mal, wie soll das denn gehen, fragt ihr euch vielleicht. Das funktioniert, wenn man nette Kollegen hat, die genauso fliegerbegeistert sind wie man selber. Vor einigen Monaten hatte ich Fabian als Flugbegleiter bei Eurowings kennengelernt und er ist auf Instagram sehr erfolgreich mit vielen Aufnahmen von Flugzeugen. Und als ich mit der Maschine in Frankfurt landete, war er gerade zufällig da, um ein paar Flugzeuge zu fotografieren. An dieser Stelle empfehle ich euch sehr, einmal seinen Kanal Flying Insights anzuschauen. Es sind wirklich fantastische Aufnahmen von Fliegern dabei. Und es gibt nicht nur eine große Empfehlung, sondern auch vor allem ein großes Dankeschön an Fabian. Danke, dass ich diese Aufnahme verwenden durfte in meinem Video. Ein bisschen ist es mir ja schon schwer gefallen, die Kabine wieder zu verlassen. Allein diese Größe und vor allem auch diese Helligkeit. Schaut einmal die vielen Fenster und die wenigen Sitzplätze. Das hat wirklich einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen. So viel Komfort, so viel Freiheit hatte ich selten auf einem Flug. Und hier kann ich euch nochmal eine clevere Idee der Flugzeugbauer zeigen.
Für jeden Gast gibt es ein großes Fach, in dem nicht nur ein Sakko oder eine Jacke Platz haben, sondern auch der Handgepäckskoffer. Um schon einmal ein kleines Fazit zu geben, dieser Flug mit Lufthansa in der First Class war wirklich fantastisch. Die beiden Flugbegleiter haben diesen Flug auch zu etwas ganz Besonderem werden lassen, denn der Service war sehr herzlich, sehr aufmerksam und wirklich ein 1A-Erlebnis. Hier seht ihr noch einmal die Business Class von Lufthansa, die werde ich euch in einem weiteren Video auch demnächst noch einmal vorstellen, aber für heute geht es erst einmal raus aus dem Flieger. Das Besondere bei Lufthansa ist, auch wenn man als First-Class-Gast in Frankfurt ankommt und wie ich zum Beispiel in meinem Fall in der Business Class weiterfliegt, kann man trotzdem die Lufthansa First Class Lounge nutzen. Leider ist es nicht möglich, das Lufthansa First Class Terminal zu nutzen. Das muss ich dann bei einem anderen Flug noch einmal testen. In der First Class lässt sich vor allem auch so ein langer Flug sehr gut aushalten. Über 10 Stunden Flug und ich habe davon bestimmt 6,5 Stunden geschlafen, obwohl ich das eigentlich nicht vorhatte, aber das Bett war so bequem. Wie versprochen zeige ich euch jetzt noch einmal kurz die First Class Lounge von Lufthansa. Ich hatte nicht viel Zeit, ich musste direkt den nächsten Flieger erreichen, aber habe es mir nicht nehmen lassen, noch mal einen schnellen Rundgang zu machen. Neben einer großen Bar und dementsprechenden Service gibt es bei Lufthansa in der First Class Lounge auch zahlreiche Sitzgelegenheiten, so wie man das aus jeder Lounge natürlich kennt. Aber hier ist natürlich wieder das Besondere, man hat deutlich mehr Freiheit und Abstand zu anderen Gästen. Hinter der Wand links befindet sich der Fine Dining Bereich. Da hat man die Möglichkeit, wie in einem Restaurant, eine Karte zu bekommen und kann sich dort jegliche Speisen aussuchen, die man haben möchte. Diese werden von Köchen frisch zubereitet und man kann das Ganze dort natürlich kostenfrei genießen. Gerne hätte ich das einmal getestet, aber ich hatte wirklich nicht viel Zeit und war ehrlich gesagt vom Frühstück auch noch ziemlich satt. Stattdessen habe ich mich entschieden, eine kleine Dusche zu nehmen, was ich nach so einem langen Flug wirklich angenehm finde. In der Lufthansa First Class Lounge findet man dafür richtige Badezimmer. Nach einer kurzen Anmeldung bekommt man Duschgel und Handtücher ausgehändigt und wird dann seinem Badezimmer zugewiesen. Hier findet man nicht nur eine große und geräumige Dusche, sondern auch sein eigenes Waschbecken, Zahnpasta und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch ganz komfortabel, findet man auf der gegenüberliegenden Seite der Dusche eine eigene Toilette. Vielleicht noch die interessante Frage, was habe ich bezahlt für diesen Flug? Lufthansa hat in diesem Jahr immer wieder First-Class-Angebote rausgehauen, allerdings meist nur in Form eines Partner-Sales, das heißt, wenn ihr zu zweit verreist seid. In meinem Fall habe ich ein Business-Class-Angebot für Alleinreisende genutzt. 1.300 € Paris, Deutschland und anschließend Brasilien und zurück und habe ein Angebot bekommen, für 1.000 € upgraden zu können in die First Class auf dem Rückflug, was ich gemacht habe. Insgesamt habe ich also für den Flug hin und zurück 2.300 € bezahlt. Ein natürlich kostenintensives Erlebnis, wenn man aber vergleicht, dass der Flug normalerweise durchaus 5.000 € und mehr kostet, ein guter Preis. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann drückt doch gerne den Daumen nach oben. Das würde mir hier sehr helfen, weiter den Kanal auszubauen. Außerdem freue ich mich natürlich über ein Abo und euer Interesse. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare oder auch per E-Mail. Schaut gerne mal auf milesandmarcel.com. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Marcel.